Wir kämpfen gegen die Kriegsvorbereitung gegen Syrien. Die Regierung Merkel und ihre Verbündeten bereiten in Syrien ein imperialistisches Verbrechen vor. Gestützt auf Lügen und Provokationen wollen sie ein weiteres Land im Nahen Osten bombardieren. Die Behauptung, das geschehe im Interesse der Bevölkerung, die Behauptung, es verfolge Menschenrechtsziele, ist eine unverschämte Lüge. Die vergangenen Kriege im Irak, in Afghanistan oder auch in Libyen haben dazu geführt, dass Hunderttausende Zivilisten ihr Leben verloren haben. In Wirklichkeit geht es nicht um humanitäre Interessen, es geht um Machtfragen. Es geht um Einfluss in einer Region, die sehr energiereich ist, wo große Erdölvorräte existieren und wo die Westmächte versuchen, ihre Kontrolle militärisch durchzusetzen. Und dass sie immer die ganzen armen Länder angreifen, um diese ganzen Bodenschätze, was anderes ist es für mich nicht. Es ist weder den Leuten irgendwie zu helfen, weder irgendwie so sozialistisch irgendwas da aufzubauen. Es geht einfach um Bodenschätze, es geht einfach um diese armen Länder auszubeuten. Darum geht es eigentlich drum. Das erinnert ein bisschen an Iran und was wir da alles schon hatten, ist das immer dasselbe Spiel. Irgendeiner verbreitet eine Lüge und darauf wird dann ein Krieg gegründet. Und das kann so nicht sein. Also ich halte da gar nichts von. Und was sich die USA da rausnimmt in letzter Zeit, da sollte man mal was gegen unternehmen. Das macht mir schon Angst, wenn ich an die Zukunft denke. Gerade für mein Kind. Das ist alles, das ist nicht der richtige Weg, auf gar keinen Fall. Hier geht es wieder nur um Geld, um Macht. Mehr ist es nicht. Es wird viel manipuliert, gerade der Westen, also durch die Medien, auch durch ARD, ZDF. Die ganzen Großen, die manipulieren die Leute, indem die falsche Berichterstattung an die Leute weitergeben und somit wieder einen Angriffskrieg jetzt vorbereiten, wie es schon in Libyen war, Irak und jetzt Syrien soll folgen. Nur damit der Westen, sprich Amerika, näher an Russland und China dran ist. Und dafür müssen wieder viele Leute sterben. Ich bin einfach nur extrem enttäuscht, dass selbst die Opposition nichts macht dagegen. Weil man kann mir nicht erzählen, dass die Leute nicht wissen, dass falsch berichtet wird. Für mich sind die meisten Politiker, gerade die im Bundestag sitzen, einfach nur Leute, die ihre Seelen verkauft haben an dem Lobbyismus und an die Wirtschaft, an die Finanzmärkte. Und die Leute jetzt bestimmen, was hier Phase ist. Und ja, wie gesagt, das basiert alles auf einer riesengroßen Lüge und ich bin der Meinung, wir müssen langsam mal wieder auf die Straße gehen, um denen zu zeigen, dass ihr scheiß Kapitalismus und was sie alles vorhaben, nicht so geht, um halt einfach eine Grenze mal aufzuzeigen. Weil, ja, wie gesagt, ich sehe es nicht ein, dass viele Leute sterben müssen, nur damit wenige ihre Interessen durchsetzen können. Es ist schwer zu sagen, wie weit da amerikanische oder wie auch geartete Geheimdienste drin hängen. Das ist doch Absicht so. Also allgemeine Verwirrung ist die Absicht. Und in diesem Zusammenhang ist die Kriegsvorbereitung eindeutig seitens des Westens vorangetrieben worden. Die Europäer haben eine eigene Wirtschaftskrise und 400 Jahre europäische Geschichte ist fast Ende. Das ist nicht mehr diesen erster Platz in industrieller Situation, Industrie, in erster Situation in Europa. Das sind verliert. Jetzt in Asien, lateinamerikanischen Land viel entwickelt. Das Europa muss man verlieren, deswegen Europa ein Straßenräuber geworden. Jetzt muss man plündern. Ich habe Zeitung gelesen, für Amerikaner zum Beispiel mehr als 60% gehen in Krieg. Bestimmt Deutschland, ganz Europa oder ganz arabische Länder, Asien, Indien zum Beispiel. Indien, Mehrheit Menschen gehen in Krieg. Aber nur obere bestimmte Leute mag Krieg. Wer kann stoppen? Ein Großteil der früheren Friedensbewegung ist auf die Gegenseite übergelaufen und verteidigt, unterstützt die gegenwärtigen Kriegsvorbereitungen gegen Syrien. Wir, die Partei für soziale Gleichheit, lehnen das entschieden und unter allen Umständen ab. Wir kämpfen für den Aufbau einer internationalen Bewegung gegen Krieg, die sich auf die Arbeiterklasse stützt und eine sozialistische Perspektive verfolgt. Deshalb sagen wir, stoppt die Kriegstreiber, Hände weg von Syrien.